Auch Kanada zählt ja mit zu meinen Lieblingsstrecken. Monaco, ich weiß nicht, nach dem 3. Platz wohl eher weiterhin nicht. Auch wenn ich da durch Zufall mal aufs Podium gefahren bin. Spanien jetzt könnte auch eine Strecke sein, die wieder mit zu meinen Lieblingsstrecken gehört. Da hat vor allem Abschnitt 3 eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und hier in Kanada fahre ich traditionell auch eigentlich immer ganz gut. Problem ist nur, was heißt Problem? Im Rennen haben wir Regen. Blitz Qualifying haben wir herrlichen Sonnenschein, trocken. Das heißt, das sind also nochmal ganz, ganz andere Bedingungen. Aber ich freue mich auch. Ich finde so ein Regenrennen auch mal als Abwechslung gar nicht so verkehrt. Ich war ja froh über das Blitz Qualifying, dass wir jetzt muss ich überlegen, wo das war. In Baku? Nee. In Imola hatten wir da Regen? Nee, hatten wir auch nicht. Wo hatten wir den Regen? Naja, weiß ich nicht. Australien, glaube ich. Genau, Australien war es. Da war das genau umgekehrt. Und hier ist es halt jetzt trocken und dann im Regen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Strecke lässt sich auf jeden Fall auch im Regen ganz gut durchfahren. Ich bin halt, ja, in den Kurven sehr gespannt. Da tue ich mich dann öfter auch mal schwer. Letzten Abschnitt hier, Achtung, gut durchgekommen. Und dann reicht das, ja, wieder für eine Top-10-Platzierung auf jeden Fall. Wage ich mal zu prognostizieren. So ist es. Platz 7 ist völlig okay. Aber im Regen wird es halt echt schwer. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Unfall, eventuell. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Sainz und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Vorne diesmal beide Ferrari, dann Hamilton und dann Verstappen und Sergio Perez. Also die lassen in den letzten Rennen auch ein bisschen federn. Alonso wieder mittendrin. Also es wird spannend. Ich bin sehr, sehr, ja, aufgeregt. Regenrennen, auf geht's. Schaut euch dieses Scheißwetter an, ey. Vom Sonnenschein im Blitzqualifying zum Regen hier im Rennen in Kanada mit Intermediates. Also so stark ist es dann doch nicht, dass wir hier uns die blauen Slicks aufziehen müssen. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt, ob ich das hier überhaupt lebend durchschaffe. Wir hatten auch hier zwei Optionen. Entweder wir fahren durch mit den Intermediates, das ist sogar möglich und das ist auch als einzige Möglichkeit erlaubt. Oder wir machen Hälfte, Hälfte. Dass wir nach 9 Runden die Intermediates einmal durchtauschen. Aber da würde ich halt spontan gucken, wie sehr die, ja, wie sehr die aufgebraucht sind, würde ich mal sagen. Verschlissen sind, wie der Grip so ist. Achtung, jetzt schleichen wir hier erstmal durch die ersten Runden. Ich muss mich natürlich auch erstmal wieder so ein bisschen an das Regenrennen hier gewöhnen oder an Regen generell, weil so oft habe ich ja nicht die Möglichkeit. Aber Intermediates oder beziehungsweise hier, das ist gerade noch okay. Also mit Regenreifen, mit den blauen Slicks hätte ich, glaube ich, mehr Probleme. Also das hier ist ja dann wirklich fast klitschnasse Straße. Auch vielleicht teilweise Aquaplaning, aber ich glaube, bei Aquaplaning wird selbst in der Formel 1 nicht gefahren. Aber es ist mal okay. Es ist was anderes. Wie gesagt, ich bin da immer ein großer Fan von, auch mal im Regen zu fahren. Wenn jetzt nicht jedes Regenrennen oder wenn nicht jede Strecke jetzt ein Regenrennen ist, dann ist das auch okay. Vielleicht lässt der Regen ja auch irgendwann nach und wir haben nochmal die Chance, wenigstens auf die harten oder auf die Mediums umzuschalten. Jetzt haben wir erstmal Rundenzeiten von 1,30. Das ist normalerweise 10, 15 Sekunden bist du hier schneller. Also 15 Sekunden nicht, so 10 bis 11 Sekunden. Wetterbericht. Alles klar. Wie alles klar? Du sollst mir eine Wetterinfo geben, du Trottel. Ach, scheiß drauf, egal. Dann frage ich nochmal später. Vielleicht gibt es jetzt auch gerade keine neuen Sachen. Ich wollte nämlich mal fragen, wann der Regen denn vielleicht aufhört. Aber so wie das halt im Bordcomputer aussah, wird es die ganze Zeit regnen. Ich probiere es nochmal. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Nachdem er jetzt ausgesprochen hat. Wetterinfo. Bestätige. Ach, mehr Info hat er da unten angezeigt. Bei Wetterbericht, da konnte ich wohl gar nicht... Das konnte ich wohl gar nicht auswählen. Das hat er gar nicht erkannt. Spreche ich so undeutlich? Wetterbericht. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Die Intermediates passen gerade am besten. Das wollte ich doch hören. Also 20 Minuten heißt ungefähr... Tja, das ganze Rennen über, oder?
Wobei 20 Minuten, wenn wir pro Runde jetzt ungefähr 1,30 brauchen, dann auch nur 10 Runden. Also es könnte sein, dass wir eventuell nach 10 bis 11 Runden nochmal wechseln. Haha. Schnellstrundenzeit mit einer 1,20. Auf Intermediates wohlgemerkt. Wir sind Vierter, Verstappen, Sainz und vorne Leclerc, also Ferrari Doppelführung. Darauf werde ich jetzt ein bisschen spekulieren, dass ich nach 10, 11 Runden, wenn es eventuell ein bisschen trockener wird, zumindest mal auf Mediums spekulieren kann. Softs glaube ich nicht. Auf jeden Fall auf schnellere Reifen, weil hier dieses Rumgeschleiche, das geht mir jetzt schon so ein bisschen auf den Zeiger. Aber kann ja auch ganz spannend sein, ne? Von daher nicht immer alles negativ sehen. Wir sind Vierter. Wir haben auch wieder einen guten Start hingelegt. Sind jetzt an Verstappen ran. Natürlich haben wir keinen DRS. Im Regen gibt es das nicht. Oh, bei der Bremsweg ist natürlich um einiges länger. Das ist ganz klar. Aber wir sind gut weggekommen. Wir können jetzt vielleicht sogar mit ERS an Verstappen vorbei. Ja, links oder rechts, suchst dir aus. Das machen wir links. Achtung, miep, miep. Mal wieder ERS sparen. Und jetzt Achtung, der Bremsweg, der wird natürlich länger. Achtung, Sainz vorne, nicht rutschen. Perfekt, alles gut. Das Auto liegt noch gut auf der Strecke. Ich habe das noch unter Kontrolle. Und nochmal eine schnelle Rundenzeit, 1,19,856. Mehr geht halt bei Intermediates nicht. Bei Softs, da würde ich locker nochmal eine 1... Was bin ich im Training gefahren? Sogar teilweise 1,12, 1,13. Also nochmal 5 Sekunden schneller. Und bislang kriege ich das auch hier mit den Verwarnungen ganz gut hin. Hier habe ich auch öfter mal die Kurve abgekürzt. Und war dann dementsprechend bedient. So, und jetzt greifen wir mal vorne Ferrari an. Im besten Fall ist jetzt erstmal Sainz dran. Da gab es schon den ersten Dreher, den ersten Unfall. Da steht ein Mercedes. Da steht ein Mercedes. Ja. Ich bin dabei. Da steht ein Mercedes. Das ist entweder Russell oder Hamilton. Also werden wohl irgendwelche Teile... Ne, er fährt weiter. Dann gab es vielleicht nur eine kleine Kollision. Also jetzt haben wir auch Safety Car das erste Mal, auch wenn es nur virtuell ist, aber Safety Car. Virtuelle Safety Car fährt los, endet, alles klar. Also Mercedes hat in den letzten Rennen auch nicht so glücklich agiert, möchte ich mal sagen. Sahen auch nicht so gut aus, sowohl Hamilton als dann auch Russell. Und da hat es halt jetzt Russell, glaube ich, getroffen. Hamilton war eigentlich knapp hinter uns am Start. Oh. Ja gut, bei dem Wetter ist wie es ist, ne? Da kommen einige mit zurecht und andere nicht. Das kann uns noch genauso treffen. Jetzt haben wir noch 5 Runden. Mal gucken. Wetterbericht. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Ja, ich wollte eigentlich noch mal hören, ob er sagt, wann der Regen nachlässt. Er hat am Anfang 20 Minuten gesagt. Das war in Runde 2. Dann habe ich mal so ein bisschen abgeschätzt. So von der Rundenzeit her könnte nach 10 Runden vielleicht so sein. 10, 11 Runden. Achtung, auch ein bisschen spät gebremst. Aber wir halten das mit ERS eigentlich ganz gut. Wir können uns unter den ersten 5 oder den ersten 6 mindestens immer halten. Achtung, im besten Fall. Oh Gott. Da bremst ja gefühlt 20 Kilometer. So fühlt sich das an. Aber wir machen das. Ich habe da ein gutes Feeling. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass das hier funktioniert. Jetzt können wir mal Sainz versuchen anzugreifen. Oh, bei Regen, ey. Achtung, der Bremsweg wird für beide länger. Achtung, Ideallinie. Vorsicht, die Bande nicht knutschen. Ja, Frontflügel ist heile geblieben. Und Platz 2. Du bist auf P2. Sehr, sehr gutes Überholmanöver. Natürlich auch mit viel Risiko wieder verbunden, ey, bei nassen Bedingungen mit ERS im Windschatten da noch vorbei. In die letzten beiden engen Abschnitte. Aber gut, es hat geklappt. Hier haben wir jetzt die erste Verwarnung. Schade. Aber auch damit habe ich eigentlich schon viel früher gerechnet, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon 1,5 Sekunden vor Verstappen. Sainz ist nach hinten gefallen. Auf die 4. Und Leclerc ist auch nicht mehr so weit weg. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so mit ERS ein bisschen was riskiert nach vorne.
Also so hat es den Anschein auf jeden Fall, weil Sainz oder Verstappen war einfach der lachende Dritte dann in dem Fall. Oh, auch hier wieder. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde das Ganze hier ohne ABS-Hilfe und ohne Traktionskontrollhilfe spielen. Ich wäre schon längst draußen. Ich hätte mich schon in der ersten Kurve gedreht, aber das kannst du auch, glaube ich, nur mit dem Lenkrad spielen, habe ich das Gefühl, weil du da einfach viel schneller und viel präziser auch nochmal reagieren kannst als mit dem Controller. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Nach Perez gibt es so eine kleine Lücke, da würde dann Alonso gegen Hamilton kämpfen, glaube ich. Bis zum Schluss durchhalten müssen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,0 Sekunden. Das war jetzt nicht so gut von mir gemacht. Aber liegt nicht am Frontflügel. Ne, der ist noch heile. Habe ich gerade einfach ein bisschen Müll gebaut. Wetterbericht. Intermediates passen gerade am besten. Ja, ich dachte, der spuckt mal aus. Aber er wird es wahrscheinlich sagen. Er wird es wahrscheinlich ausspucken. Wenn es dann soweit ist. Achtung, nicht abkürzen. Jetzt fahre ich gerade ein bisschen Müll zusammen. Das fahre ich jetzt gerade nicht gut, aber wir machen das. Auch Verstappen kann diesmal nicht Vollspeed fahren. Das ist auch unser Vorteil. Aber er kommt halt auch ran, ne? 1,1 Sekunde. Schön langsam, schön geschmeidig, jawohl. Aber mit Blau will ich auch nochmal irgendwann fahren. Vielleicht nicht ein ganzes Rennen, am Anfang kann es gerne regnen. Und dann so nach 3-4 Runden einfach mal, um das auszuprobieren, wie das da ist. Da ist ja die Sicht noch mehr eingeschränkt. Da wird es dann richtig gießen, glaube ich. So, auch hier nicht zu viel Gas geben. Alles gut, alles super, perfekt. Das Auto liegt wie ein Brett, auch auf nasser Fahrbahn. Al-Nasser-Fahrbahn. Kleiner Wortwitz am Rande für meine arabischen Freunde. Und immer noch so im 1,19er Bereich. Also ich hoffe mal, dass wir so in 3 Runden vielleicht... Oh, die nächste Verwarnung. Das ist schon die zweite. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt hänge ich schon mit einem Hals, wollte ich gerade sagen, am Galgen. Also die Pforte muss nur noch geöffnet werden, dann hänge ich am Haken. Das ist halt auch eine blöde Stelle. Du darfst da nicht zu früh einlenken und auch nicht zu spät. Wenn du über den Rasen fährst, kriegst du eine Strafe. Wenn du zu früh über den Curb drüber fährst, kriegst du auch eine Strafe. Also das ist wirklich ein Spiel auf Messerschneide. So, wieder rum. Jetzt haben wir ungefähr den gleichen Abstand nach vorne und hinten. Und irgendwann wird es ja soweit sein, dass wir dann auch die Boxengasse betreten werden. Oder wir fahren durch. Wir haben ja die beiden Optionen. Ich habe erstmal die Option ausgewählt, dass wir durchfahren mit Intermediates. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Aha, danke. Das ist die Info, die ich haben wollte. Also nochmal so 3-4 Runden, würde ich sagen. Und dann könnten wir vielleicht nochmal auf Mediums wechseln, auf Softs, je nachdem, was das Team mir dann sagt. Müsste so in Runde 12 oder 13 sein. Ich bin gespannt, wer die Option genommen hat, nach 9 Runden zu wechseln. Achtung, jetzt hier. Ich darf nicht komplett auf dem Roten und auch nicht komplett auf dem Rasen fahren. Und da muss ich jetzt in jeder Runde besonders drauf schauen, sonst kriege ich hier 3 Sekunden. Würde auch noch für die Punkte reichen, aber ich will natürlich, wenn ich jetzt so weit vorne bin, möchte ich hier mich nicht zufrieden geben mit auch. Ein Platz in den Punkten wäre ja auch ganz nett. Da wäre ich aufs Podium oder im besten Fall sogar natürlich das Rennen noch gewinnen, aber dazu muss Leclerc vorne mitspielen und Verstappen und Sainz und Sergio Perez und die anderen auch hinten mitspielen. Tritt in die Eisen hier. Zieh die Handbremse an und dann lass im richtigen Moment wieder los. Ja, ERS, das muss ich jetzt auch sparen, weil ich kriege kein DRS. Das ERS ist somit das Einzige, womit ich mich verteidigen kann. Okay, aber ich sehe, bislang entscheidet sich noch niemand zum Boxenstopp. Wie sieht das bei uns aus? Auch 20%. Könnte vielleicht gerade noch reichen bis zur Verbesserung des Wetters. Dass wir dann Intermediates gar nicht mehr brauchen. Aber es geht auch keiner rein.
Es geht auch keiner in die Boxengasse rein, überrascht mich ein bisschen. Dass wirklich jetzt alle mir nachmachen und meine Strategie wählen oder ich deren. Aber jetzt ist die Frage mal an die Experten, warum darf man mit Intermediates durchfahren und bei den trockenen Reifensätzen muss man wechseln? Hat das einfach was damit zu tun, dass es vielleicht weniger Regensätze gibt? Und auch nur jeweils ein Intermediate, weil die blauen Slicks sind ja vorne nochmal ein bisschen breiter, glaube ich, weil die ja noch mehr Wasser aufnehmen müssen oder verdrängen müssen. So war das doch, glaube ich, ne? Und die Intermediates, die sind ja vorne so ein bisschen gewellt. Ist das vielleicht die Erklärung? Wenn nicht, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich echt mal interessieren, warum man mit Intermediates theoretisch durchfahren darf. Ja gut, die haben auch nicht so einen hohen Grip-Anteil, ne? Also ich meine, die haften ja ganz anders auf der Strecke als jetzt Softs zum Beispiel. Das heißt, die nehmen ja viel weniger Gummi auf. Das wäre auch noch eine plausible Erklärung. So, jetzt sind wir an Leclerc dran. Und das auch nicht zu knapp. Der hat sich ein bisschen zu sicher gefühlt. 2,5 Sekunden auf Verstappen vor. Und laut dem Wetterbericht müsste das ja dann eventuell in 2-3 Runden besiegelt sein, dass wir wechseln. Wetterbericht. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Weitere 10 Minuten. Ich spekuliere auf Runde 13. 13, 14, 15. Oder wir fahren auch vielleicht mit Intermediates zu Ende. Vielleicht geht sich das gar nicht mehr aus ganz. Weil für 1-2 Runden brauche ich dann auch nicht mehr wechseln. Vielleicht, ich weiß nicht. Ist schon okay. So, jetzt mal 0,5. Man kann es mal versuchen, im Windschatten, den bisschen, den wir haben. Oh, das ist aber auch wieder riskant. Nee, das brauche ich nicht versuchen. Nee, das klappt nicht. Ich muss nur gucken, wann es hier rot wird, dass ich rechtzeitig bremse. Oh, nicht auf Leclerc auffahre. Achtung. Die erhöhten Curbs, die haben mir auch, glaube ich, einmal in Kanada hier das Leben schwer gemacht. Da habe ich mich fast am Ende des Rennens komplett gedreht. Und hätte dadurch dann meinen Rennsieg fast verworfen. Sainz und Perez schon mit 5 Sekunden, 6 Sekunden Abstand. Also die Lücken werden größer. Achtung hier, die Verwarnungen werden hoffentlich nicht mehr, sonst haben wir die 3 Sekunden Strafe. Und dann müssen wir diese Hypothek noch bis ins Ziel fahren, das möchte ich nicht. Und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich fahre wirklich sehr, sehr behutsam. Das ist wie so... Wie soll man das beschreiben, dieses Gefühl? So wie als wenn du auf so einem Nagelbrett liegen würdest. Achtung, hier kann man sich auch eine Verwarnung holen. Dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Ja, also jetzt auf Mediums oder auf Hard würde ich eh nicht wechseln wollen. Dazu ist die Strecke, wenn es aufhören sollte, eh noch zu nass. Und deswegen glaube ich auch fast, dass wir hier mit den Intermediates zu Ende fahren. Ist halt nur die Frage, fast 30% Verschleiß. Ich muss gucken, auch was die anderen machen. Wenn die anderen halt auch irgendwann reingehen, dann würde ich auch nochmal wechseln. Ich bremse jetzt schon mal früher ab. Five-Head-Move, dass ich ein bisschen früher auch wieder Gas geben kann vielleicht. Jetzt die Chance da zu überholen, vielleicht vor Kurve 1. Achtung. Oder in Kurve 1. Achtung, Leclerc, ich ziehe rüber. Oh, Vorsicht. Das war natürlich wieder eine dumme Idee von mir. Frontflügel ist heile geblieben. 2,2 Sekunden. Das wird echt nach vorne hin sehr, sehr eng. Hätte auch fast geklappt. Aber gut, in dem Fall wäre ich wirklich schuld gewesen, weil die Ideallinie, da war Leclerc vorher. Achtung, jetzt nicht ins Schleudern hier geraten. Nicht ins Wanken. Wir haben das bislang so gut gemacht. Schade, wenn ich das jetzt wieder wegwerfen würde in den letzten 5 Runden. In denen ich auch nicht mehr DRS bekomme und auch nicht mehr auf die Weichen wechsle. Ich glaube, wir fahren das hier zu Ende. Habe ich mich doch ein bisschen verschätzt von der Zeit her. So, vorsichtig rum hier. Das ERS ist natürlich auch gefährlich, ne? Das ERS ist natürlich auch teilweise gefährlich.
Wenn ich das vergesse mal auszuschalten und dann bremsen möchte. Aber ich will es benutzen, weil ich auch noch Erster werden möchte. Jetzt nicht unbedingt um jeden Preis, aber Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlässt. wenn sich die Chance halt ergibt, dann will ich sie auf jeden Fall nutzen. Und wenn der Grip halt bald nachlässt, dann ist auch nochmal die Frage, ob man nicht dann doch nochmal wechselt. Aber wenn es die anderen nicht tun, darf ich das auch nicht machen. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Zeit verloren. Also es kommt jetzt so ein bisschen auf Glück an, auf das Bauchgefühl vielleicht. Also ich wechsle nicht, sofern Leclerc oder Verstappen oder irgendein anderer hinter mir nicht auch wechselt. Das mache ich nicht. Dann verliere ich Zeit, dann verliere ich Plätze. Wetterbericht. Aktuellen Vorhersagen zufolge wird der Regen in 5 bis 10 Minuten aufhören. Intermediates passen gerade am besten. Ja, und in 5 bis 10 Minuten ist das Rennen vorbei. Also ihr seht, das wird nichts mehr. Wir müssen halt jetzt auf diesen Slicks zu Ende fahren. Wir hätten nach 9 Runden mal wechseln können. Ob wir dann da den Vorteil gegenüber den anderen gehabt hätten, wäre auch nochmal eine Frage. Weil ich habe halt schon das Gefühl, dass der Grip jetzt so langsam nachlässt. Vor allem hinten, ey. Fast 40% Verschleiß. Ob wir das jetzt noch über die letzten 4 Runden kriegen, weiß ich halt auch nicht. Aber es geht noch niemand rein von den anderen. Von daher gehe ich auch noch nicht rein, weil das wäre fatal. Das wäre sportlicher Selbstmord, wenn ich das jetzt mache. Mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 32,4 Sekunden. Boah, was ist denn mit Norris passiert? Ist der auch voll weit nach hinten gefallen? Der ist auch gar nicht mehr in den Punkten. Ach, der war wahrscheinlich bei dem Unfall da hinten mit dabei. Vielleicht war er wieder mit involviert mit Russell. Als wir das kurze virtuelle Safety Car hatten. Virtuelle vor allem, ey. Tja, komme ich vorne nochmal ran an die 1. Das ist jetzt echt die Frage. 0,7, das ist nicht weit. Also mit Softs würde ich sagen locker, aber mit Intermediates, wenn ich kein DRS habe, ich muss halt mit dem ERS arbeiten. Aber will ich das jetzt noch auf Teufel komm raus hier riskieren? Will ich nicht lieber den sicheren zweiten Platz mitnehmen? Hier drehen die Reifen immer durch. Da braucht er immer ein bisschen, bis er dann vom zweiten in den dritten Gang reinfährt. 40%. Hier hole ich halt leider auch nichts auf. Bislang, aber vielleicht jetzt. Vielleicht ist jetzt die Chance da. Nee, schaffe ich nicht. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Nee. Abstand zum hinteren Auto. Auto hinter dir 1,8 Sekunden. Schaffe ich nicht. Die Curbs, da muss ich auch aufpassen. Und auf meine hinteren Reifen. Die haben jetzt fast 40%, über 40% Verschleiß. Und auf die Abkürzung hier muss ich auch aufpassen. Also seit Runde 8 ist das hier wirklich safe. Da passiert nichts mehr, aber aufgepasst. Hier muss ich eigentlich auch ein bisschen ERS verbrauchen, dass ich hier dranbleibe. Es wird nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen den zweiten Platz nach Hause fahren. Vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Ja, das hat er vor 5 bis 10 Minuten auch schon gesagt. Also wir fahren jetzt hier zu Ende. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier noch mal wechseln. Aus dem Mix 45. Ja, das sind jetzt noch 2 Runden. Das fahren wir jetzt auch mit denen hier zu Ende. Aber nach vorne will ich halt auch nichts riskieren. Wir haben das Podium momentan sicher. Das wäre überragend. Das wäre echt mega, mega Bombe. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht doch noch irgendwie, irgendwo was geht. Aber ich weiß halt nicht wo. Und wann und wie und was überhaupt. Achtung, hier kann ich mir auch eine Abkürzung, eine Verwarnung holen. Abkürzung, eine Verwarnung. Und Verstappen kommt auch nochmal jetzt gleich in der letzten Runde. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der wird auch nochmal alles versuchen, hier zumindest Zweiter zu werden. Aber ich habe die schnellste Rundenzeit bislang. Heißt, diesen einen Zusatzpunkt würde ich mir auch gönnen. Also wäre Platz 2
dann noch vertretbar und verschmerzbar. Klar ärgert mich das, dass ich Leclerc ja doch nicht überholen konnte bislang, aber was will man machen? Achtung, hier auch nicht gut aus der Kurve rausgekommen. Das sind halt dann auch wieder diese Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass man halt nicht an Leclerc vorbeifährt. Also gab es mal keinen Boxenstopp, hatten wir auch selten. Bei den Bedingungen auch irgendwie klar, wenn alle mit Intermediates durchfahren. Und auch hier nochmal die Chance, auch wenn ich im Windschatten bin. Keine Chance. Nee. Oder vielleicht jetzt auf Start und Ziel. Da sehe ich doch nochmal eine Chance. Vielleicht ist doch noch nicht alles over. Da komme ich jetzt gegen Leclerc. Letzte Runde. Das wird jetzt hier ein Rad an Kopf an Kopf rennen. Achtung, Ideallinie bin ich. Leclerc fährt außen vorbei. Und momentan bin ich Erster. Ganz, ganz knapp vor Leclerc. Geschafft, doch noch. Aber aufgepasst, ich habe noch ein paar tricky Stellen. ERS wird jetzt erstmal ausgeschaltet bis zum letzten Abschnitt. Gerade dann, wenn niemand mehr damit gerechnet hat, hat das ERS mich doch noch gerettet. Aber noch ist es nicht aus. Verstappen ist auch dahinter. Also spannender Kampf jetzt um Platz 1. Dreikampf. Dreikampf um den Sieg. Hier auch nochmal aufpassen. Keine Strafe holen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt kann ich mir eigentlich keine Strafe mehr holen. Jetzt muss ich einmal noch die lange Gerade überstehen. Und einmal noch die enge Kombination. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich einen langen Atem gehabt. Ein richtig gutes Rennen gefahren. Ohne weitere Probleme. Frontflügel ist heile geblieben. 50% der Verschleiß hinten bei den Reifen. Mein Getriebe muss auch schon wieder ausgewechselt werden. Aber das ist egal. Wir fahren den nächsten Sieg hier ein. Auf einer meiner Lieblingsstrecken in Kanada. Einmal noch vorsichtig durch. Einmal noch das Auto gerade. Und dann ist es geschafft. Im Regenrennen in Kanada. Der nächste Sieg. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Es war teilweise ein echt hartes Rennen, aber McLaren hat durchgehalten und sich heute einen tollen Sieg gesichert. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Dieses Rennen wurde wohl durch geschickte Bremsmanöver entschieden. Dadurch konnte er die Innenseite der Bremszonen besser ausnutzen. Und wenn man das oft genug macht, gewinnt man am Ende das Rennen. Das war aber auch ein ziemliches Schauspiel, nicht wahr? Vergiss die Strategie, vergiss die Reifen. Wer sieht nicht gerne einen klassischen Wettkampf? Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, Sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Kommen wir zur Auszeichnung Fahrerin oder Fahrer des Tages. Stefan Römer, wen nominierst du? Für mich ist das heute der Glückspilz. Viel gekämpft, unglaublich schnell gefahren und insgesamt eine super Leistung abgeliefert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Im Regen von Kanada den Durchblick zu behalten, das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, wie ich finde. Und wir kommen auch an die vorne ein bisschen näher ran. 16 Punkte auf Perez aufgeholt, 9 Punkte immerhin auf Verstappen. Und das sieht dann so aus.
8 Punkte Verstappen, 33, 45, 52. Es schrumpft mehr und mehr zusammen. Hier sind wir auch nach wie vor Vierter, also voll im Soll. Norris 10 Punkte, gut. Der kann auch gerne bei einem anderen Team fahren. Aber ich würde gerne nochmal den einen Dreher mir angucken. Guck mal, Hamilton, der hat richtig gebottelt. Der ist von der 3. Das war dann doch Hamilton. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Russell gewesen. Also war es doch Hamilton, der sich da gedreht hat. Möchte ich mir nochmal angucken. Schauen wir uns zusammen an. Und zwar ist es an einer Stelle passiert, wo mir das theoretisch auch hätte passieren können. Wahrscheinlich zu früh auf den Curb raufgefahren. Hier an der Stelle, wo man dann so halb über den Curb rüber fährt. Da fährt er rüber, gibt dann zu früh wieder Gas. Hier sieht man das. Oder stellt das Auto zu früh wieder gerade hin. Dann will er bremsen und dann zack, gerät er in Schieflage, in Rücklage. So, und dann steht er erstmal, Das verstehe ich nicht. Warum fährt er nicht einfach geradeaus? Oder versucht irgendwie hier auf die Fläche zu fahren und dann zu drehen. Dann fahren sie alle nacheinander vorbei. Hamilton wartet natürlich ganz nett. Zack, fährt dann erst zurück als letzter. Und dann, ja, wieder ins Rennen zurückzukommen, ist dann natürlich ein bisschen schwer. Also das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Hat auch Spaß gemacht, auch wenn es bei Regen war. Auch wenn es natürlich dann nochmal ein bisschen anstrengender ist. Und auch ein bisschen zäher zuläuft, ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter. Aber es hat uns den Sieg gebracht. Von daher, alles gut. Weiter geht es. Neuentwicklung, da müssen wir nochmal ran. Das mache ich jetzt gleich, bevor ich irgendwas anderes mache. Da gucke ich jetzt gleich, dass das hier nochmal in die Entwicklung kommt. Schade, es war eigentlich so gut bislang. Bislang nicht schief gelaufen. Dann irgendwann haben wir doch mal eine Phase, wo das nicht funktioniert. Für viele Formel-1-Fans sind sie derzeit in einer Favoritenrolle. Okay, mit wem haben sie diese Saison die größten Favoriten? Ja, Sainz oder Leclerc, ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, es ist Sainz vor Leclerc. Oh, weiß ich nicht, ich glaube, die nehmen sich gar nicht viel. Ich mache mal Carlos Sainz als Rivalen. Ich sehe da Leclerc noch ein bisschen vor Sainz. Mal schauen, dann werde ich wohl Gasly locker geschlagen haben. Gut, war auch irgendwann nicht mehr anders zu erwarten. Jetzt haben wir hier noch ein paar Updates. Stopp. Ja, da gehen wir sofort wieder rein. So. Warum auch immer, warum das jetzt ein bisschen sich so, ja, einreiht, weiß ich nicht. Machen wir hier schon mal, bevor wir mehr Ressourcenpunkte kriegen. Alles, was ich bekommen kann mit meinen Ressourcenpunkten, will ich dann auch schon mal in Angriff nehmen, überspringen und weiter. Zum Rennwochenende nach Österreich, Spielberg, auch schöne Strecke. Ich hoffe da nicht auf Regen, weil das ist wirklich eine Strecke, die lässt sich einfach am besten, gut, lässt sich Kanada auch bei trockenen Bedingungen fahren, aber wir können es nicht ändern. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Wenn wir hier wieder auch ein Regenrennen haben, dann fahren wir das Ding auch wieder im Regen nach Hause. Aber ich hoffe jetzt mal auf Softs. Komm, die Österreicher haben sonst gutes Wetter und gute Bedingungen. Ja, also wollte ich gerade sagen. Und ein Sprintrennen. War Österreich Sprintrennen schon mal? Ich glaube, Österreich war auch Sprintrennen. Entwicklungsupdate, Wettervorhersage, trockene Bedingungen. Alles sehr, sehr gut. Wie sieht das hier aus? Ja, auf einer Höhe fast mit Aston Martin, Red Bull, Mercedes vorne ganz, ganz eng zusammen. Ich möchte mal ganz kurz auf die einzelnen Bereiche gucken. Warte mal, was habe ich hier gerade gesehen? Hier Getriebe, muss ich gucken, dass ich da vielleicht jetzt auf 3 oder 2 gehe, dass ich da nochmal austausche, aber das nur nebenbei. Warte mal. Leistung, so Aerodynamik, das haben wir hier. Da sind wir so im Mittelfeld. Okay, bei der Chassis sind wir auch eher hinten. Also das sind so 2 Bereiche, die sind nicht so ganz unser. Dafür sind wir aber beim Antrieb auf der 1. Also ein bisschen Vorsprung vor Ferrari. Haas ist auch Dritter. Alfa Romeo 4. Mercedes, Red Bull ist sogar nur Drittletzter. Das heißt, die haben gar nicht so ein schnelles Auto, wenn man jetzt nach dem Antrieb geht. Das verwundert mich. Das ist wirklich überraschend. Dafür sind wir wahrscheinlich bei der Strapazierfähigkeit. Ja, das Aston Martin Erster, das Red Bull Zweiter. Also ihr seht diesen großen Unterschied. Hier ist Red Bull vorne, Chassis und Aerodynamik Zweite. Dafür aber hier, glaube ich, mit dem fast wichtigsten Bereich sind wir auf der 1. Stark. Okay, also jetzt beginnt so langsam unsere Europatour. Ne, jetzt kommt, glaube ich, genau Österreich, Silverstone, Ungarn, Belgien, Holland, Italien. Europatour kann beginnen. Ich bin sehr gespannt mit Belgien und mit Italien. 2 Strecken, die ich eigentlich gut kann. Und Ungarn will ich auch meinen Frieden schließen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.